Der eine sagt zu mir Fotze und der andere Hey Sister. Früher, für so eine Nummer, hätten wir die getötet. Und da ist bei mir dann also echt die Sicherung durchgebrannt. Dann ist er abgehauen, ich hinterher, ich ihm dann, ich sag mal, auf den Rücken gesprungen habe. Das hätte sich früher kein Mensch erlaubt. Kein Mensch. Ja, die Reeperbahn ist doch keine Fressmeile. Es ist eine Amüsiermeile. Das ist alles nicht mehr meine Welt, sowas. Ein weiteres Jahr geht zu Ende auf der Reeperbahn. Und auf St. Pauli ist das Jahresende oft mehr als nur ein Countdown. Es ist der Moment, in dem Verträge auslaufen, Geschäftsjahre enden und damit traditionsreiche Kiezkneipen verschwinden. Heute geht es um einen solchen Abschied. Nach 18 Jahren als Wirtin und Betreiberin schließt Michaela Hensel ihre Bar, die Nachtschicht. In diesem Video erzählt sie, wie sie auf dem Kiez angefangen hat, von prägenden und skurrilen Erlebnissen im Baralltag und warum sie sich nach so vielen Jahren entschieden hat, aufzuhören. Ja, ich habe also jahrelang hier in ganz vielen Läden auf St. Pauli an der Bar gearbeitet, im Herzblut, in der Rutsche, in der großen Freiheit in einem Laden, im Bunker an der Feldstraße. Und dann hat sich das hier mit der Nachtschicht, also damals hieß der Laden noch bei Gitte, hat sich das halt so ergeben, dass die damalige Betreiberin aufhören wollte. Und ja, seit 1.1.2010 habe ich dann halt den Laden alleine geführt. Und irgendwann sind wir dann dazu übergegangen, halt auch Veranstaltungen zu machen, also so private Feiern, Geburtstage, Firmenfeier, was weiß ich, Junggesellenabschied, Hochzeit, pipapo. Und sind damit auch sehr erfolgreich gewesen. Ich sag mal so, als wir eigentlich auf dem Hochpunkt waren mit unseren Veranstaltungen und Vermietungen, kam dann ja Corona. Und dadurch, dass dann Corona kam, hat sich das zum Ende der 15 Jahre für mich irgendwie noch nicht richtig angefühlt zu gehen. Durch Corona hat sich unheimlich viel hier auf St. Pauli verändert. Ich sag mal, die Stammgäste, die wir haben, die haben auch ihr Weggehverhalten geändert. Wenn das Leute waren, die vorher wirklich jedes Wochenende, teilweise Freitag und Samstag zu uns gekommen sind, haben die sich während Corona auch umorientiert. Dafür hat sich der Zulauf von jüngeren Leuten extrem gesteigert. Das ist aber nicht unser Klientel gewesen. Hätten wir machen können, wollte ich aber nicht, weil wir halt die Erfahrung gemacht haben, dass gerade mit so sehr jungen Leuten auch immer eine Menge Stress verbunden ist. Und auf sowas habe ich bei mir im Laden überhaupt keinen Bock. Haben Sie ein oder zwei Beispiele? Ja, wir hatten eine Veranstaltung, dann stand hier so ein, was weiß ich, 23-Jähriger oder so bei mir am Tresen und rief dann so über den Tresen rüber, ey Sister, gib mir mal ein Bier. Da habe ich gesagt, sag mal, Alter, spinnst du oder was? Guck dir dich an und guck dir mich an. Ich bin nicht deine Sister, ich bin hier die Chefin und ich könnte deine Mutter sein. Sag ich, und hier bei mir im Laden benimmst du dich und sprichst nicht so mit mir. Ja, aber so spreche ich mit allen Frauen. Sag ich, ist das schön, wenn du mit allen Frauen so sprichst. Mit mir aber auf gar keinen Fall. Sag ich, entweder reißt du dich jetzt zusammen oder du kannst dich hier direkt von der Veranstaltung verpissen. Und das ist halt kein Einzelfall gewesen. Und ich habe vielleicht auch nicht mehr die Nerven, um mich mit den Leuten irgendwie auseinanderzusetzen. Und ich sag mal, meine Toleranzgrenze ist sowieso schon immer relativ niedrig gewesen, jetzt in Bezug auf meinen Laden. Ja, ich muss sagen, so gerade die jüngeren Leute, die denken irgendwie, dass sie der Nabel der Welt sind. Das mag auch vielleicht in ihrem Kosmos sein, aber nicht bei mir in der Nachtschicht. Und diese Diskussion, die man teilweise hat, weil die Leute dann hier reingehen, nur weil sie auf Toilette gehen wollen, ihre Getränke aber vorher im Kiosk gekauft haben, es ist mir einfach zu mühselig und sie verstehen es eben halt. Also viele verstehen es halt auch nicht, wenn man dann sagt, ey, pass auf, das ist hier kein öffentliches Klo. Geh da pinkeln, wo du deine Getränke gekauft hast. Ja, haben wir aus dem Kiosk, sag ich, ja, siehste, habt ihr vielleicht für wenig Geld oder für weniger Geld als bei uns die Getränke gekauft, aber dafür habt ihr da keinen Service, keine Toilette, keine Musik und gar nichts. Sag ich, und bei mir läuft das nicht. Und wir hatten auch mal eine andere Situation, gerade wo das dann halt so um die Toilette ging. Das waren dann auch 3 jüngere Typen. Ich sag immer so, der eine hatte noch nicht mal Haare am Sack, also und hat dann hier die Klappe aufgerissen und dann habe ich gesagt, pass auf,
keiner von euch geht hier aufs Klo, ihr bestellt erst die Getränke. So, dann bestellte dann der eine Getränke, 2 gingen aufs Klo, der dritte blieb hier stehen. Und ich wusste schon ganz genau, dass die sich direkt, nachdem sie auf dem Klo waren, wieder verpissen. Und das machten sie dann natürlich auch. Und dann habe ich nur gesagt, ey, habt ihr mich nicht verstanden? Ich habe doch gesagt, das ist hier kein öffentliches Klo. Und da sagt der Typ zu mir, wirklich so ein kleiner Steppke, noch grün in den Ohren, was willst du denn, du Fotze? Und da ist bei mir dann also echt die Sicherung durchgebrannt. Dann ist er abgehauen, ich hinterher. Ich ihm dann, ich sag mal, auf den Rücken gesprungen, habe den umgehauen, bin dann mit ihm hier auf der Straße gelandet, habe mir die Knie aufgehauen. Und weißt du, das sind so Sachen, das muss ich in meinem Alter alles nicht mehr haben. Weißt du, ich werde jetzt Anfang nächsten Jahres 60 und ich habe keinen Bock mehr, mich auseinanderzusetzen. Ich habe keinen Bock mehr, mich zu boxen mit irgendjemanden, und ich möchte mich auch nicht erklären. Ich liebe meinen Laden und ich liebe das Nachtleben und vor allen Dingen liebe ich auch wirklich meine Gäste. Aber ich glaube, für mich ist jetzt einfach die Zeit abgelaufen. Das hört sich so blöd an. Ich mag einfach nicht mehr. Ich bin erschöpft. Meine Mama ist 80 geworden. Meine Hündin ist sehr krank. Die hat bösartigen Hautkrebs, und es waren halt viele Sachen, die so zusammen irgendwie eingewirkt haben, wo ich mir dann eben halt überlegen musste, ich muss mich, damit ich mit den Sachen, die mir wichtig sind, weiterhin klarkomme, und damit ich auch dafür die Kraft und auch die Energie habe, muss ich mich von irgendwas trennen. Und dann musste ich eben halt die Entscheidung treffen, wovon kann ich mich am ehesten trennen. Und das ist dann leider Gottes die Nachtschicht gewesen. Der Laden ist mein Baby, ist es immer gewesen. Das sieht man auch ganz bestimmt daran, wie der Laden eingerichtet ist. So viele Läden gibt es ja auch nicht mehr auf St. Pauli. Früher gab es ja, jeder zweite Laden sah so aus, also nicht wie meiner, aber eben halt Inhaber geführt, mit viel Herzblut und mit viel Seele. Wenn du dir jetzt die ganzen anderen Läden, was weiß ich jetzt, sagen wir mal, auf der Reeperbahn direkt anguckst, das sind alles irgendwie Ballerbuden. Da geht es nur darum, sich volllaufen zu lassen, nach Möglichkeit für kleines Geld und vielleicht irgendwie noch einen Aufriss zu machen. Und das ist mein Laden eben halt nie gewesen. Und ja, deswegen habe ich jetzt gesagt, ich ziehe einen Schlussstrich. Ich weiß vom Kopf her, dass das genau die richtige Entscheidung ist. Aber das Herz sagt eben halt was anderes. Ne? Und das, was man sich halt nicht erkaufen kann, ist ja Freizeit, Quality Time. Und man darf ja auch nicht vergessen, für mich fängt jetzt das letzte Viertel meines Lebens an. Also so doof sich das anhört, aber es ist ja so. Und da möchte ich halt wirklich noch was vom Leben haben. Und deswegen habe ich die Entscheidung getroffen, den Laden zu verkaufen. Vielen Dank. Aber noch das Schlusswort. Es ist ja alles überhaupt kein Thema. Wie gesagt, wer mich oder uns sehen will, der meldet sich, weil auf St. Pauli geht man ja niemals ganz. Ja, also dadurch, dass ich jetzt auch schon so lange hier bin, habe ich natürlich auch schon viel mitbekommen. Ich bezeichne mich selbst immer als milieuaffin. Das Milieu wird leider zurückgedrängt, was ich persönlich extrem schade finde, weil es eben halt zu St. Pauli gehört. Und was immer mehr in den Vordergrund tritt, sind eben halt diese ganzen Ballerbuden, wo das eigentlich überhaupt nicht darum geht, jetzt irgendwie so, ich sag mal, zwischenmenschliche Kontakte zu knüpfen. Ne? Das habe ich ja eben schon gesagt, also ausgerichtet auf Komasaufen und Reste ficken. Irgendwie muss ich jetzt mal so deutlich sagen. Das ist eigentlich nicht das St. Pauli gewesen, mit dem ich hier, ja, aufgewachsen nicht, aber dass ich die ganzen Jahre kennengelernt habe. Und ja, die ganzen kleinen Kiezkneipen, die verschwinden, was ich persönlich total schade finde, weil das eben halt St. Pauli auch die ganzen Jahrzehnte irgendwie ausgemacht hat. Und es wird ein Hotel nach dem anderen gebaut, weil Hamburg eine stark frequentierte Stadt ist. Ist ja für uns alle super, kommen ja ordentlich Steuergelder rein, alle schickilacki. Aber wenn hier irgendwann nur noch Hotels sind, Dönerbuden, Spielhallen und Kioske, dann kommt irgendwann kein Mensch mehr nach Hamburg oder nach St. Pauli, weil es hier halt nicht mehr dieses
dieses komplette Entertainment gibt. Ne, das, was St. Pauli letztendlich auch die ganzen Jahrzehnte irgendwie ausgemacht hat. Ein Döner fressen kannst du überall. Dafür musst du nicht nach St. Pauli und schon gar nicht nach Hamburg fahren irgendwie. Ne? Und so dieser ganze Kommerz, ich find's kacke. Echt, also mich stört es total, dass wenn ich irgendwie von zu Hause komme und dann die Reeperbahn runterfahre, wirklich, da ist also ein Haus ist leer, da ist dann ist dann nicht mal mehr eine Beleuchtung dran, dann liegen da irgendwelche Penner, die irgendwie am Betteln sind, dann kommt eine Dönerbude, dann kommt wieder ein Haus, das leer ist, dann der nächste Burgerladen, ich weiß gar nicht, wie viele Burgerläden wir jetzt hier mittlerweile auf St. Pauli haben. Ich meine, St. Pauli ist doch, oder die Reeperbahn ist doch keine Fressmeile. Es ist eine Amüsiermeile. Aber beim Essen, wer amüsiert sich denn beim Essen? Die Leute wollen was erleben. Die wollen eben halt, was weiß ich, die wollen das Entertainment, die wollen tanzen gehen, die wollen essen gehen, die wollen das Theater, das Musical und die wollen das Milieu sehen. Und mir tut's weh, wenn ich das sehe, wie ja von dem ursprünglichen St. Pauli immer mehr verloren geht. Und ich will mir das nicht mehr jedes Wochenende angucken. Wenn ich mir das denn jetzt auch irgendwie so angucke, so die Mädels da draußen, dann müssen die zwischen diesem ganzen Partyvolk da irgendwie stehen, werden dann teilweise dumm angemacht oder verarscht oder irgend sowas. Das hätte sich früher kein Mensch erlaubt. Kein Mensch. Es ist, weißt du, auf St. Pauli ist das oberste Gebot war immer Respekt. Und da hat sich jeder dran gehalten. Jeder. Heute, ich meine, so wie ich eben halt erzählt habe, der eine sagt zu mir Fotze und der andere hey Sister. Früher, für so eine Nummer, hätten wir die getötet. Echt. Die wären nicht wieder aufgestanden. Aber heute, im Zeichen von Internet und Handys, haust du so einen kleinen Pisser hier aufs Maul und der Kollege filmt alles. Dann wird das Video gecuttet, gekürzt und dann auf einmal stehen sie hier mit der Schmiere und dann kriegst du noch eine Lampe wegen Körperverletzung. Hallo? Nee. Nein. Das ist alles nicht mehr meine Welt, sowas.